Herzlich willkommen bei Reinvented, dem Share IDS Business Podcast. In dieser Folge hören Sie einen Gastbeitrag, den wir in einem externen Podcast mitgestalten durften. Wir freuen uns, diesen spannenden Austausch auch hier mit Ihnen zu teilen. Viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns in der nächsten regulären Folge wieder. Herzlich willkommen in der Podcast Lounge hier auf dem DSAG Jahreskongress 2025. Mein Name ist Carolina Hinrichsen, Co-Founder von Rethinking Places und 11 Waves AI und Host des Wirtschaftspodcasts Leaders and Missions. In dieser Session hier geht es um Next Level Business, digitale Exzellenz mit Cloud ERP und KI. Dafür freue ich mich sehr auf meine beiden Gäste hier, Christian Mohr und Apostolos Konsolakis von Share IDS. Wir haben 2 Themenblöcke vorbereitet. Zunächst sprechen wir mit Christian über die Einführung von SAP S/4HANA Public Cloud und das spannende Kundenprojekt bei Pfeiffer und Langen IP. Danach geht es mit Apostolos um KI, Business Data Cloud und Joule Agents und darum, wie Unternehmen ihre Daten wirklich intelligent nutzen können. Christian, bevor wir inhaltlich starten, magst du dich kurz vorstellen und uns sagen, was deine Rolle bei Share ist? Ja, sehr gerne. Genau, Christian Mohr ist mein Name und erstmal, Lina, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier sein zu können und ein bisschen was über das Thema zu erzählen. Was mache ich und wer bin ich? Christian Mohr, ich bin seit jetzt 19 Jahren bei Share und verantworte dort jetzt den Bereich Pre-Sales S/4HANA. Und was machen wir da? Wir arbeiten mit unserem Vertrieb zusammen und wir unterstützen Kunden in ganz früher Phase vor den Projekten. Und das macht mir auch sehr viel Spaß. Ich habe selber bei Share 15 Jahre SAP-Beratung gemacht, selber dort Projekte bei Kunden gemacht. Und das gesammelte Wissen von dort bringe ich jetzt gerne in frühe Gesprächsphasen mit Kunden ein, wo wir noch ganz dabei sind, Projekte zu planen und wirklich noch die großen Weichen stellen, in welche Richtung der Kunde das Projekt steuern möchte. Aber auch Kunden, die wir begleiten in Akquisen, in Ausschreibungen selber dann mit unseren Vertriebskollegen zusammen und auch in frühen Projektphasen, wenn das Projekt dann konkret aufgegleist wird. Vielleicht gerne auch noch 1, 2 Sätze zu mir. Wohne in Karlsruhe, bin verheiratet, habe 2 Kinder, Wirtschaftsingenieur dort studiert und ich mag die Nähe zu Frankreich, bin gerne in Südfrankreich auch und in meiner Freizeit versuche ich ganz gerne mal mit Kumpels Basketball zu spielen, wenn die Zeit es zulässt. Ist gestern Abend ausgefallen. Dafür bist du jetzt hier bei uns in Bremen. Darüber freuen wir uns wirklich sehr. Vielen Dank, Christian. Lass uns mal ganz allgemein beginnen. Was macht Cloud ERP aus? Und runtergebrochen, wie unterscheidet es sich von der S/4HANA Cloud Private Edition oder On-Premise? Was ist es erstmal? Es ist ein Produkt von der SAP, Cloud ERP. Ganz frisch eigentlich der Name. Ich glaube, dieses Jahr Februar, März, April eingeführt. Wir kennen es eigentlich noch als S/4HANA Public Cloud Edition und Private Edition. Das sind, glaube ich, teilweise noch die bekannteren Begriffe. Auch ich rutsche vielleicht heute auch manchmal noch in den alten Begriff zurück heute hier im Podcast, aber Cloud ERP, wenn man nichts dazu sagt, meint man eben die Public Edition im Gegensatz zur Private Edition. Was ist es? Es ist ein Software as a Service von der SAP. Das heißt, der Kunde befindet sich mit seiner Lösung in der Multitenant-Umgebung, nicht mehr im eigenen Rechenzentrum, nicht mehr bei einem von ihm fest ausgewählten, vielleicht auch lokalen Hostingpartner oder Rechenzentrumsbetreiber. Es ist eine standardisierte Lösung. Also es ist für die Kunden, die auch bereit sind, standardisierte Prozesse bei sich selber einzuführen oder standardisierte Prozesse zu nutzen und auch von sich wissen, dass sie die Bereitschaft mitbringen, eben auf die eine oder andere Sonderlocke zu verzichten, die man vielleicht in der Vergangenheit hatte. Welchen Kunden das leichter fällt als anderen, das einzuführen, versuche ich nachher noch ein bisschen zu erklären. Was kann man zum Beispiel nicht machen? Man kommt eben nicht an allen Stellen an den Quellcode ran, was mir früher im On-Premise-System wirklich in jeder Beliebigkeit hätte machen können. Und bringt aber eben auch den Vorteil mit, wer den Standard beibehält, ist in der Public Cloud-Umgebung per Definition Clean Core. Auch Schnittstellen, die implementiert werden, sind halt vorhandene Anknüpfungspunkte. Das heißt, man programmiert nicht alles startend auf einem leeren Blatt und ist da einfach dann auch in positiver Weise in ein Korsett eingepasst, was einem eben dann auch hilft, langfristig das, was SAP den Kunden empfiehlt, nämlich Clean Core beizubehalten. Ja, und für welche Kunden ist die Public Cloud besonders interessant und wo gibt es da noch Begrenzungen?
Ich glaube, die ganz, ganz, ganz großen Kunden kann man ausschließen. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, wo Kunden das probiert haben, auch erfolgreich geschafft haben. Also probiert klingt jetzt nach einem gescheiterten Projekt, aber man überlegt sich ja vorher und man schaut ja vorher die Lösung an, ob das passt. Ja. Und was man häufig sieht, ist, dass es halt eben Unternehmen sind, die so auf dem Weg vom kleinen Unternehmen zum Mittelstand oder gehobenen Mittelstand sind, also wo das Umsatzwachstum auch stark vorhanden ist, wo man weiß, in 2-3 Jahren auf jeden Fall braucht man ein sehr gutes integriertes ERP-System, wo dann zum Beispiel ein kaufmännisches System von einem getrennten Warenwirtschaftssystem dann abgelöst wird und man sich für SAP entscheidet. Auch, das hören wir dann heute auch als Beispiel, Töchter- oder Landesgesellschaften, Unternehmen, der Zwei-Tier-Ansatz. Das ist bei Pfeiffer von Lang auch der Fall, dass man schon noch ein klassisches, großes S4HANA-System hat für bestimmte Geschäftsbereiche, für die Hauptgeschäftsbereiche und eben selektiv bei Töchtern feststellt, dass da die Public Cloud sinnvoll ist. Ja. Und bevor wir in das Projekt an sich mal reinsteigen, noch eine letzte Frage. Clean Core und Bereitstellung als Software as a Service. Wie verändert das eigentlich konkret die Projektarbeit? Es bringt zum Glück auch, das hören wir nachher, die Herangehensweise mit, dass man eigentlich an dieses Clean Core rangeführt wird, wenn man sich bei Public Cloud an den empfohlenen Weg hält. Ja. Jetzt in einem Private Cloud Projekt oder einem On-Premise Projekt, wo ich anfange mit großen Requirement-Workshops und erstmal der Kunde und das Unternehmen erzählt, wie die Prozesse denn aussehen sollen und man dann guckt, wie passt das denn zu SAP, hat man vielleicht sehr viele Gaps, wo man dazu tendiert, sich für Zusatzentwicklungen zu entscheiden, wo man dann auch, wenn man nicht aufpasst, schnell sich von Clean Core entfernt. Nicht zwangsläufig, wenn man es richtig macht. Man darf auch in jeder Umgebung von SAP dazu entwickeln, aber halt eben mit gewissen Spielregeln. Und deswegen ist das Projekt stärker geprägt davon, was bedeutet eigentlich der Standard, was bringt mir der Standard, wie kann ich den Standard einsetzen und wo kann ich mich auch ein Stück weit dem Standard anpassen, den SAP da vorgesehen hat, der auch nicht so aus einer Fantasie heraus entstanden ist, sondern einfach ein Beobachten von über jetzt bald 50 Jahren oder jetzt ja bei SAP schon mehr als 50 Jahren, beobachteten Geschäftsprozessen von Unternehmen weltweit. So ist man ja auch zu diesen Standardprozessen gekommen. Und genau das vielleicht zu Clean Core. Software as a Service bedeutet ja, dass ich mich nicht um alle Themen beim SAP-System selber kümmere, wie zum Beispiel den Betrieb, um die Basis. Da ist dann immer die SAP zumindest mit dabei. Da bin ich als Kunde nicht immer der Ausführende, sondern eher der die Vorgaben macht und die Entscheidungen trifft, die SAP dann umsetzt. Da hat man einfach dann noch andere Ansprechpartner, andere Anknüpfungspunkte und man hat dann halt eben auch immer die SAP als Geschäftspartner oder als Partner. Ich könnte jetzt nicht alles komplett zu einem einzigen Dienstleister geben und sagen, hier One-Stop-Shop, das ist mein Dienstleister für alles, vom Blech bis zum Spezialzusatzentwicklung für irgendein Vertriebsformular. Ja, verstehe. Das Projekt Pfeiffer und Lang. Lass uns mal mit so der Projektmotivation und den Zielen starten. Was war grundsätzlich der Auslöser für den Wechsel zur SAP S/4HANA Public Cloud? Und vielleicht kannst du das einfach mal kurz umreißen für alle diejenigen, die das Projekt dann noch nicht kennen. Ja, vielleicht erst ganz kurz zur Firma Pfeiffer und Lang und dann dazu, was machen wir eigentlich bei Pfeiffer und Lang und Pfeiffer und Lang IP. Es ist ja ein Zuckerhersteller und wo auch SAP im Haus ist. Und man hat aber 2022 eine neue Firma gegründet, das ist die Pfeiffer und Lang IP. Und da geht es um einen recht komplexen, aber variantenarmen Prozess bei denen. Und so kann man dann auch zu Public Cloud kommen. Man muss halt bei der Komplexität gucken, ob die Lösung denn passt. Aber wenn sie passt, dann passt sie halt. Und dass es nicht so variantenreich ist, dass ich nicht so viele verschiedene, sehr ähnliche Lösungen im System finden muss, sondern ich eigentlich so einen geradeaus passenden Prozess habe. Das hat dann auch dazu geführt, dass man sich eben nach einer Prüfungsphase vor dem Projekt dafür entschieden hat, dass die Public Cloud an der Stelle passt. Was macht Pfeiffer und Lang IP? Zuckerproduktion, das, was sie haben, könnte man eigentlich umschreiben in einem kurzen Satz. Device as a Service und eine Software dazu, Software as a Service. Ja. Ich erkläre es gleich auch noch kurz. Ein paar Wartungsprozesse dort auch und Equipment. Das heißt, so vom Prozessgedanken war es eigentlich so, wie man es bei verschiedenen kleinen Unternehmen erwarten würde. Sie brauchen Finanzprozesse, sie brauchen Einkaufsprozesse, Vertriebsprozesse. In dem Fall wenig bis gar keine Produktion, aber ein bisschen Wartung, ein bisschen Equipment, ein bisschen Service. Und weil die Firma eben 2022 eingeführt wurde oder gegründet wurde und man dann schnell auf ein funktionierendes ERP-System natürlich setzen wollte, hat man auch da nach einer Projektlösung gesucht, die eben einen schnellen Go-Live auch ermöglicht, aber auch von der Passung her dem Unternehmen entspricht. Und dann war halt eben nicht der geplante Weg, das im Haus vorhandene S/4HANA-System auf eine weitere Legal Entity auszurollen, sondern danach gute Überlegung und können wir nachher auch im Fazit dann nochmal erläutern, auch mit Erfolg sich für diese Lösung zu entscheiden. Das heißt, es ging darum, zentrale Prozesse massiv zu unterstützen und eine schnelle Implementierung vorwärts zu bringen. Richtig?
Auf jeden Fall. Und deswegen halt eben auch der Gedanke, dass Best-Practice-Prozesse da dem Unternehmen helfen können, wenn man schon weiß, dass man jetzt nicht das komplexeste Produktionsunternehmen ist und auch nicht die komplexesten Kunden- und Lieferantenbeziehungen hat, auch selber als diese Tochtergesellschaft nicht so wahnsinnig international verflochten ist, durchaus international tätig, aber jetzt nicht da in einer komplexen Konzernstruktur über mehrere Lieferstufen oder so gemeinsame Produktion oder sowas verknüpft. Deswegen hat man da gesagt, da passt die Public Cloud gut oder Cloud ERP. Super. Ich würde ganz gerne nochmal in das Thema Geschäft und Prozesse an sich einsteigen mit dir. Kannst du das Geschäftsmodell von Pfeiffer Lang, das ist eben ganz kurz angerissen, Zuckerproduktion, aber nochmal ganz kurz skizzieren? Ja, also wenn wir jetzt speziell bei Pfeiffer Lang IP sind, ich hatte gerade gesagt, Device as a Service, warum geht es da eigentlich? Was macht man in der Zuckerproduktion? Man hat am Anfang die Zuckerrübe auf dem Feld und am Ende haben wir dann den fertigen Zucker zu Hause in der Küche im Regal stehen. Wo kommt der eigentlich her? Das ist eben halt der Prozess der Zuckerproduktion und die Zuckerrüben werden, wenn ich mal ganz kurz zusammenfasse, habe mich da vorher noch mal ein bisschen aufgeschlaut, die werden halt eben, wenn sie vom Feld kommen, erstmal natürlich gereinigt, werden zerkleinert, kann man sich so vorstellen, so ähnlich wie French Fries, aber halt viel kleinere Streifen, sodass sie dann der Zucker dort drin mit der Flüssigkeit extrahiert werden kann. Die wird dann später noch gereinigt und verdickt und verdampft, bis man halt eben dann kristallinen Zucker hat. Und da hören wir ja schon, das ist ja so ein Prozess. Mir fiel dann als Vergleich ein, wie wenn ich zu Hause einen Kuchen backe. Manchmal guckt man so durch das Glas durch und guckt, geht der Kuchen auf, ist er schon braun geworden, lasse ich ihn noch 5 Minuten drin, kann ich jetzt die Temperatur schon runterdrehen, damit er oben nicht verbrennt, aber vielleicht ist er noch nicht fertig, kann ich mit so einer Nadel zu Hause reinstechen in den Teig, ob der hängen bleibt. Und das ist ja in so einer Industrie, in so einer Fabrik ja eigentlich auch nicht anders, nur dass da halt keiner mit der Nadel reinsticht. Und dieses Device von Pfeiffer Lang IP kann eben optisch den Produktionsprozess dort überwachen. Dahinter ist dann eine Software mit einem Algorithmus, die dann eben auch Steuern in den Prozess eingreift. Und dieses Device wird von Pfeiffer Lang IP verkauft, sowohl im Konzern, also es gibt konzerneigene Kunden, als auch an externe Kunden. Und das Gerät wird nicht verkauft, sondern Pfeiffer Lang IP hat das entwickelt und vermietet das. Das heißt, das wird an die Kunden ausgeliefert. Wir haben einen Auslieferungsprozess, aber wir haben eben dann auch danach einen Fakturierungsplan sozusagen, also immer wiederkehrende Fakturierung monatlich gegenüber den Kunden, so ähnlich wie eine Subscription-Gebühr. Und das Gerät muss auch irgendwann gewartet werden. Das heißt, ich muss auch wissen, welcher Kunde hat welches Gerät physisch, welcher Kunde hat welchen Softwarestand. Und dann kamen eben so Themen wie Equipment ins Projekt rein und Serialnummern. Spannend. Also wir reden eigentlich, um es nochmal zusammenzufassen, um einen digitalen Twin für den gesamten Zuckerprozess. Das heißt, vom Feld bis zum Silo, über faktenbasierte Entscheidungen statt Bauchgefühl am Ende. Optimierung, das heißt Zerkleinern, Extraktion, Kristallisierung und Geräte as a Service. Ja. In eurem Projekt, warum habt ihr einen MVP-Ansatz ohne klassische Explore-Phase gewählt? Es hat sich in den Gesprächen mit dem Kunden vorab ergeben und es war auch Wunsch des Kunden, einfach da schnell zu greifbaren Ergebnissen zu kommen, die der Kunde versteht, die Mitarbeiter verstehen. Man hat gesehen, dass so ein Public Cloud-Projekt einfach viel kleiner und viel kürzer ist. Das Unternehmen war ja auch kleiner und hat dann darauf gesetzt, auf die Empfehlung auch von SAP, das, was da ist an Best-Practice-Prozessen, was man sich auch anschauen kann, was alles dokumentiert ist, wo es eben Prozessbeschreibungen gibt, Prozessmodelle, auch fertige Testskripte für die Prozesse. Und hat gesagt, wenn wir da einfach die richtigen Best-Practice-Prozesse auswählen, dann haben wir ein vollständigen Scope, würde man ja sagen, für das Projekt. Wir dürfen da halt nichts übersehen, wir dürfen da nichts vergessen und wir müssen sicherstellen, dass das System an sich jetzt keine Lücken hat gegenüber dem, was Pfeiffer Lang IP braucht. Aber wenn das da ist, dann kann ich eigentlich, und wenn es passt, kann ich verzichten auf einen umfangreichen Prozess der Requirement-Aufnahme. Das heißt, ich muss mich nicht wochenlang mit den Mitarbeitern zusammensetzen, was ja auch Ressourcen in Anspruch nimmt und was manchmal eben auch dazu führt, dass man erstmal sehr dicht an der bisherigen Lösung startet und dann entweder den Fehler macht, das alte System nachzubauen. Ich will es nicht verteufeln, ist nicht immer ein Fehler, hat ja alles auch mal einen Sinn. Aber eben gerade bei einem jungen Unternehmen, das wächst, das im Aufbau ist, denkt man ja manchmal über die Prozesse nach, wie muss ich meine Prozesse verändern, dass die auch doppelt so umfangreich laufen, was muss ich vielleicht standardisieren, was will ich automatisieren. Und deswegen an der Stelle war ein großes Interesse da, diesen Standard zu nutzen. Aber ich sage auch, es muss wirklich auch eine Bereitschaft da sein. Das kann man als Unternehmen vorab mit den Mitarbeitern besprechen, diskutieren. Ich glaube, da kann man auch das eigene Unternehmen reinhören. Und wenn es jetzt Mitarbeiter gibt, ich habe da manchmal so virtuell Mitarbeiter im Kopf oder imaginär, die vielleicht jetzt schon 20 Jahre mit SAP arbeiten, die einfach wissen, wie so ein SAP-System tickt, die dann auch irgendwie gar nicht davon
also wir so einen Drang haben, wirklich zu erzählen, wie Ihr Ist-Prozess heute ist. Der ist ja auch gut, aber der ist halt eben manchmal sehr umfangreich, manchmal sehr komplex, weil man halt eben in der Vergangenheit auch an vielen Sonderlösungen oder an vielen Spezialfällen vorbeikam, die man alle ins System eingebaut hat, die vielleicht heute gar nicht mehr alle da sind. So ein Mitarbeiter, der schon 20 Jahre mit SAP arbeitet, tut sich da manchmal schwer. Aber es gibt Mitarbeiter, die zeigen dann sehr hohe Bereitschaft, ein hohes Interesse, eine hohe Flexibilität auch zu sagen, wir wollen uns dem Standardprozess nähern, wir nehmen vielleicht auch gewisse Kompromisse in Kauf, um da dicht am Standard zu bleiben, das, was wir eingangs ausgeführt hatten, Clean Core, davon zu profitieren. Und für diese Einstellung gibt es auch einen Oberbegriff, sagen wir dann Cloud Mindset dazu. Und wer dieses Cloud Mindset hat, für den ist die Public Cloud sicherlich empfehlenswert, eine interessante Lösung. Und wer heute noch nicht so weit ist und das vielleicht für sich in Zukunft als Möglichkeit sieht, das sind eben dann auch Kunden, die sagen, wir wechseln jetzt erstmal von unserem alten SAP ECC auf eine Private Cloud Lösung und lassen uns dann mal offen, ob es im nächsten Schritt vielleicht in ein paar Jahren Richtung Public Cloud für uns gehen könnte. Solche Kunden gibt es natürlich auch. Ja. Wie war so euer Zeitplan und eure Organisation im Projekt? Kurz und sehr straff. Also ich habe schon Projekte gesehen, wo man sich für die Designphase 6 Monate vorgenommen hat und dann auf 8 oder 9 Monate verlängert hat und dann auch in der Realisierung gemerkt hat, dass man irgendwie mit dem Design eigentlich immer noch nicht so ganz fertig war. Hier hatte das Projekt eine Laufzeit von 5 bis 6 Monaten am Anfang vorgesehen gehabt und die wurde auch eingehalten. Ungefähr 1 Monat für so eine Prepare-Phase, wo man sich abstimmt über die Abläufe, die Kommunikation im Projekt, die Planung der Workshops vornimmt. Dann 2 Monate eine Phase, die eigentlich Realize genannt werden könnte, weil es hatte ich ja vorhin schon gesagt, so eine richtige Konzeptionsphase gab es nicht, sondern man wollte schnell ans System. Wir haben viele Show-and-Tell-Sessions gemacht, wo wir den Mitarbeitern einfach gezeigt haben, wie sieht der Prozess aus, gleich auch möglichst am System gezeigt und immer auch einen starken Fokus oder möglichst starken Fokus auf End-to-End. Kann ich nachher im Fazit sagen, das End-to-End kam sogar einen kleinen Schritt zu kurz. Und dann nach dieser Realize-Phase ungefähr 2 Monate für Test und Deployment und dann nach dem Go-Live noch 1 Monat Go-Live-Support oder 6 Wochen. Ja. Also insgesamt eine Dauer von gut 6 Monaten nach dem Go-Live dann, ja. Oh, das ist gut, das ist kurz. Ja, also ich glaube, es gibt noch kürzere Projekte auch. Ja. Die sind aber auch dann immer, glaube ich, immer Public Cloud. Gibt auch sehr viel längere Projekte und ja, hat uns der Kunde aber auch wiedergespiegelt. Es gab jetzt andere Partner, die das Projekt anders geschätzt hatten, auch mit einer anderen Zeitdauer. Und insofern war es dann schön am Ende, den Zeitrahmen einzuhalten, das Budget zu unterschreiten. Das kann ich sehr gut verstehen. Das ist ja auch immer der größte Pain in diesen Projekten, irgendwie mit Erwartungshaltungen nicht erfüllt werden. Und Zeit ist halt wirklich das, was am meisten wehtut am Ende des Tages. Ne? Ja. SAP Best Practices. Welche Rolle spielten die denn in dem Projekt? Wie habt ihr Business Requirements aufgenommen? Also es hat sich wirklich wie ein roter Faden durchs Projekt durchgezogen und das sehe ich jetzt in meiner Rolle im Pre-Sales auch oft in Anbahnungsphasen von Projekten, weil es fängt ja eigentlich dann schon vor dem ersten Projekttag an. SAP stellt die Best Practices zur Verfügung, die muss ich als Kunde irgendwie kennenlernen, verstehen, die kann man sich alleine mit SAP gemeinsam mit Partnern angucken. Da gibt es ein Tool für, die sind ja online verfügbar. Wir nutzen da das Digital Discovery Assessment, also SAP DDA. Und da kann man sich quasi High-Level den Prozessen nähern und kann aber dann auch in die Prozessbeschreibung im Detail runtergehen. Es gibt für jeden Prozess dann auch Prozessmodelle, textuelle Beschreibungen, Testskripte, Auflistungen, welche Stammdaten davon benutzt werden. Wenn man dieses DDA geht man eigentlich 2-mal mit dem Kunden durch. Einmal macht man in der Akquisephase einen kurzen Workshop, um den Scope des Projektes zu definieren. Und da profitiert man zum Beispiel davon, dass dieses Tool integriert ist, in dem Sinne, dass wenn ich bestimmte Best-Practice-Prozesse auswähle, weist das Tool mich auch darauf hin, wenn ich andere vergesse. Ja. Wenn es da Abhängigkeiten gibt, wenn einfach meine Auswahl nicht logisch ist. Und genauso gibt es auch vordefinierte Sets, einmal von SAP, jetzt zum Beispiel für die Unterscheidung, das ist eines der ersten Auswahlfragen, ob man eine Produktion hat oder nicht und ob man nur Finanzen auf dem System macht. Dann wählt SAP schon mal bestimmte Sets aus oder schlägt die zur Auswahl vor. Genauso wie manche Prozesse eben gekennzeichnet sind, zu welcher Branche die gehören. Also wenn ich jetzt weiß, ich bin bei einem Konsumgüterhersteller, dann kann ich, indem ich das dem Tool sage, kriege ich so ein Highlight an den Prozessen, die werden so markiert. Ob ich sie dann auswähle oder nicht, ist immer noch mal meine Sache. Aber da wird halt markiert, was sind typische Prozesse für den Bereich. Weil zum Beispiel nicht jeder, aber doch einige Konsumgüterhersteller haben Variantenkonfigurationen. Das ist in einigen Branchen ganz typisch, in anderen ganz untypisch. Und deswegen wird es halt in manchen Branchen dann gehighlightet. Und auch später im Projekt und auch beim Testen haben wir eben halt dann profitiert davon, das hat sich wie so ein roter Faden durchgezogen, dass da viel Informationen von SAP schon zur Verfügung gestellt werden.
Und es ist ja auch Teil von der SAP-Activate-Methode, also dieser Dreiklang, kommen nachher beim Testen auch nochmal drauf. Genau, neben den Best Practice kriegt man eben andere Werkzeuge noch von SAP an die Hand, um so ein Projekt einfach auch in der Zeit dann durchzuführen, schlank durchzuführen. Ja, es gibt immer einen ganz großen Painpoint in solchen Projekten, das ist das Thema Stammdaten und Migration. Wie seid ihr denn mit den Stammdaten oder mit diesem Thema umgegangen? Das hat natürlich ein Stück weit auch den Projektumfang und die Zeit positiv beeinflusst, in dem Sinne, dass es sie niedrig gehalten hat. Dadurch, dass das Unternehmen jetzt nicht so eine Historie mitgebracht hat, konnten wir uns da erstmal zeitlich, aber auch vom Umfang her und auch von der Anzahl der Objekten auf wenige fokussieren. Und in der Public Cloud ist es ja immer eine Neuimplementierung plus Migration. Also ich habe ja nicht die Möglichkeit, wie bei einem On-Premise-System oder bei einem Private Cloud-System einen Brownfield-Ansatz zu machen, dass ich mein bestehendes System konvertiere. Das heißt, ich kriege nie geschenkt, dass alle Daten mitkommen. Ich muss mich selber um Migration kümmern. Und da hat man den Weg an der Stelle wählen können, dass man ganz ausgewählt sagt, wir nehmen nur die Geschäftspartner mit, wir nehmen die Materialien mit, wir nehmen die Bestände mit und wir nehmen die offenen Posten der Lieferanten und Kunden mit. Und mehr ist es gar nicht gewesen. Da gibt es natürlich Industrieunternehmen, wo man dann mit Arbeitsplänen und Stücklisten und anderen Objekten und Kostenstellenhierarchien und so weiter oder laufenden bebuchten Projekten einfach auch mehr Sachen mitnehmen muss. Ja. Oder Wartungsplänen und durchgeführten Instandhaltungen. Das war an der Stelle jetzt gering. Okay. Wir sind jetzt einmal gerade durch das ganze Projekt durchgelaufen und jetzt bleibt eigentlich nur der Abschluss, im Prinzip das Testing und der Cutover, also wie ihr den Test und den Go-Live organisiert habt. Und ich finde es immer ganz spannend, wie es denn konkret gelaufen ist. Deswegen hacke ich so tief rein. Ja, gerne. Ja. Erstmal noch, um die Toolfrage abzuschließen. SAP Activate hatte ich schon genannt gehabt als Methodik und eben Best Practice Prozesse. Da kam dann noch ein weiteres Tool zum Einsatz, Cloud ALM als Cloud Lifecycle für Applikationen-System von SAP und eben auch die Möglichkeit dadurch, das Testen zu unterstützen. Die Best Practice bringen ihre eigenen Testpläne mit. Da war es dann eben noch notwendig, die Testfälle im Einzelfall zu beschreiben. Und da hat sich zum Beispiel gezeigt, so als Lesson Learned, ganz erfolgreich war es dann, als man sich mal fokussiert 2 Wochen zusammengesetzt hat und end-to-end die Prozesse durchgetestet hat. Ich teste vorher mal was für mich alleine am Schreibtisch. Das ist manchmal nicht so erfolgreich. Also ich mag es auch aus kleinen und großen Projekten am liebsten, wenn man sich da wirklich so in einen großen Besprechungsraum reinsetzt und der heißt dann manchmal auch War Room und dann wird halt eben von morgens bis abends, es ist noch nicht so, also es gibt nicht dauernd Pizza und Cola, aber es ist schon so dicht daran und dass man auch wirklich vorankommt, dass sich einer darum kümmert, zu gucken, welche Testfälle sind fehlerhaft, welche Testfälle sind offen und vielleicht schafft man es auch, dass ein Fehler bis zum nächsten Tag korrigiert werden kann, dass man in der gleichen Testschleife nochmal nachtestet und das abschließt und nicht sagt, wir brauchen noch einen zweiten Durchgang und auch wenn es natürlich eine unangenehme Aufgabe ist, ist da meistens eine ganz angenehme Stimmung so, wenn man es sehr aufrechterhalten kann. Ja, also Testen kann auch Spaß machen und es zeigt einem ja auch, dass die bisherige Arbeit gut war, dass man sich dem Go-Live nähert. Ja. Und arbeitsintensiv, aber auch, man kann sich irgendwie auch für begeistern. Ja, und dein persönliches Fazit, was lief gut und was würdest du beim nächsten Mal anders machen? Also auch was war das Fazit vom Kunden? Zunächst, wie gesagt, die Termintreue und die Budgettreue ist natürlich jetzt positiv aufgenommen worden. Der Kunde hatte sich ja für diesen 2-Tier-Ansatz entschieden und da hat sich auch gezeigt, das funktioniert für Pfeiffer und Lang. Aber es gab auch Sachen, wo man gesagt hat, das war jetzt nicht optimal. Also gerade so das Tracking von offenen Themen hätte man sich jetzt im Nachgang noch weitere Tools gewünscht. Da ist dann Jira als zurzeit einfach, glaube ich, sehr etabliertes Tool, wird dann generell schnell genannt. Das ist auch eine Frage, der wir oft in Projekten begegnen. Wenn der Kunde sagt, er hat verstanden, was Share an Tools vorstellt, aber wie sieht es denn aus mit sowas wie Jira? Kann man das vielleicht noch dazu nehmen, weil das auch in anderen IT-Projekten dann oft bei den Kunden etabliert ist? Kann man gerne dazu nehmen. Ich hatte auch schon Projekte, wo wir damit gearbeitet haben. Geht gut. Ein wichtiger Punkt, das hat der Kunde uns gesagt, es gab einen Stream, der nicht so richtig mit der Projektzeit hingekommen ist und das war Finance. Die wären mit der Zeit hingekommen, aber sie mussten vor den anderen sein, weil halt logistische Prozesse teilweise auf Vorgaben warten. Ein Beispiel war, man hätte sich früher entscheiden müssen, wie man Projekte in dem System einsetzt, also SAP, früher mal SAP PS. Und die Entscheidung ist halt sehr, sehr lange offen geblieben und das war für die anderen nicht Finanz-, sondern für logistischen Workstreams dann schwierig. Und da war so das Feedback vom Kunden, da hätte man irgendeine Lösung für finden müssen, dass der Finanzstream immer Vorlauf hat.
die Logistikprozesse haben gut funktioniert, die Finance-Prozesse dann im Wesentlichen auch. Der Kunde hat auch nochmal gesagt, auf das Thema Reporting hätte man mehr Augenmerk lenken können. SAP sagt halt, da gibt es ein Standard-Reporting, aber das muss man sich vorher halt auch intensiv anschauen, ob das so ist, wie man es möchte. Ja. Und da gab es dann auch Kleinigkeiten, dass zum Beispiel in logistischen Prozessen bestimmte Felder Kann-Felder waren. Und da hat man vielleicht beim Testen mal dran gedacht, sie auszufüllen, aber nicht immer. Und dann nach dem Go-Live wurden die manchmal nicht gefüllt und dann stimmte plötzlich das Reporting nicht. Und dann sind manchmal so Kleinigkeiten, aber dann heißt es natürlich, irgendwie ist das Reporting nicht optimal, die Finanzprozesse sind mit den logistischen Prozessen nicht genügend abgestimmt und manchmal war es einfach nur die Frage, soll das ja eigentlich ein Kann-Feld sein oder ein Muss-Feld? Ja, und dann verdreht sich das halt so auch in der Wahrnehmung. Verstehe. Welche Erfahrung macht denn Share generell in Cloud-ERP-Projekten? Dass es Fahrt aufnimmt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man da bei 50% ist oder mehr und ich sehe auch nach wie vor eine ganz große Berechtigung für die klassischen Projekte, wie wir sie von früher kennen. Und es waren auch Projekte, die immer Spaß gemacht haben. Aber wir begegnen halt einigen Kunden, gerade eben so wachsenden Unternehmen, die aber noch klein sind. Ich nenne jetzt mal eine Zahl, wer da so im Rahmen von 80 bis 100 Millionen Jahresumsatz ist und jetzt auch nicht so zu komplexe Produktion hat. Unternehmen, die oft auch zu einem größeren Konzern gehören, aber halt eben ein gewisses Alleinstellungsmerkmal haben, auch wie unser Kunde Manta Racing, im Auto-Rennsport, ein Tuner, ist ja einfach eine Nische und da passt das Tool häufig und sind oft auch junge Unternehmen und manchmal auch sehr spezielle Unternehmen. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Kunden im Bereich Luxusgüter und also Endkundenprodukte im Luxusbereich und das ist einfach ein anderer Unternehmenstyp als jetzt so das klassische Produktionsunternehmen. Und wir wissen ja, es gibt auch schon noch gewisse Einschränkungen. Also jemand, der jetzt eine sehr komplexe Produktion hat oder auch jemand, der im regulierten Umfeld ist, Pharma, Medizin, es ist die absolute Ausnahme, bis meines Wissens, glaube ich, zuletzt auch noch unmöglich gewesen, Public Cloud einzuführen. Ja, verstehe. Vielen Dank, Christian, für diesen spannenden Einblick in die Public Cloud, vor allem in diesem Projekt bei Pfeiffer und Langen IP. Wir haben gerade gesehen, Cloud ERP heißt Geschwindigkeit, Pragmatismus und ein starkes Cloud-Mindset. Und jetzt im zweiten Teil schauen wir jetzt mit Apostolos Konsolakis auf das Thema KI im Unternehmensprozessen, von Business AI bis Joule Agents. Das war Reinvented, der Business-Podcast von Share IDS. Mehr Impulse, Best Practices und Hintergründe finden Sie auf share-ids.de. Wenn Sie wollen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.